Richard, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist in der Sendung. Und ja, stell dich kurz vor, damit die Leute dich auch kennenlernen dürfen. Ja, erstmal vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich in deiner Sendung sein darf. Gerne. Ähm, Große ich Ehre, stelle große mich kurz, Ehre. ich stelle mich kurz vor. Also in Deutschland würde man sagen Professor Dr. Richard Werner. Ich bin Professor für Bankwesen und Finanzen, Banking and Finance an einer britischen Universität, der Montfort University in Leicester, und auch in China an der Fudan-Universität, Professor of Finance. Das ist eine der top chinesischen Universitäten, so deren Oxbridge. Ansonsten bin ich natürlich auch schon seit Jahrzehnten im Finanzmarkt tätig, war unter anderem Chefökonom von Jardine Fleming Securities in Tokio. Damals hatte ich 1995 ein neues Konzept vorgeschlagen für Zentralbankpolitik, wenn man eine gigantische Bankenkrise hat, wie man schnell rauskommt. Das hatte ich quantitative Lockerung, Quantitative Easing, oder natürlich Originalton japanisch Ryo Tekiki Newcomer genannt. Und das kam dann relativ gut an, langfristig gesehen, besonders seit 2008. Natürlich jetzt ein Haushaltname sozusagen bei den Zentralbanken sehr beliebt. Ansonsten, ich war auch bei Bear Stearns Asset Management als Senior Managing Director und Senior Portfolio Manager, habe deren ersten Global Macro Fonds aufgelegt, der außerhalb, also den ersten Global Macro und auch den ersten Fonds außerhalb Amerikas in London, in Mayfair. Habe also auch im Asset Management Erfahrung, im Banking, bin dabei, nach deutschem Vorbild Community Banks in England zu gründen oder auch anderen Ländern. In England sind wir am weitesten fortgeschritten. Das ist also so ein Zwitter zwischen Volksbank, Raiffeisenbank und Sparkassen. Die rechtliche Lage ist ja ein bisschen anders hier, aber das Gute aus dem deutschen System rausgeholt. Ich war lange Jahre Professor of International Banking und habe eben Banksysteme in aller Welt studiert. Ja. Und musste dann feststellen zum Schluss, ja, das Beste ist tatsächlich das aus meinem Heimatland in Deutschland. Ja, Ich habe nicht Made so in angefangen, Germany. sondern ich habe erstmal in der ganzen Welt geforscht, aber das war das Resultat. Und gut, da müssen wir noch drüber reden, aber leider sehe ich das natürlich sehr, sehr gefährdet, was da in Deutschland alles passiert. Ja, leider. Es sieht nicht rosig aus. Ja, genau. Also ich bin auf dich aufmerksam geworden durch mehrere Faktoren. Einmal durch dein tolles Buch, das sieht man auch hier im Hintergrund, The Princess of Yen, als auch ein Interview, das ich damals gesehen habe auf YouTube schon vor ein paar Jahren, wo ich dachte, Mensch, also hey, Bruder im Geiste. Und es war ja dann auch gleich so, da gleich Klick gemacht zwischen uns, als wir dann gesprochen haben. Und du kommst aus dem Niederbayerischen, ja. Und wie kommt jetzt jemand aus dem Niederbayerischen zu so einem Thema und wie kommt er dazu, auch noch einen Bestseller zu schreiben in Japan über das japanische Notenbanksystem? Ja, ich habe mein Heimatland verlassen, nachdem ich den höchsten deutschen Abschluss, das bayerische Abitur, für mich den höchsten deutschen Abschluss erreicht hatte. Ich habe dann im Ausland studiert, an der London School of Economics und dann Ja, Oxford promoviert und hatte dann Auslandsaufenthalte eben auch in Japan und habe da relativ, ja, zu einem günstigen Zeitpunkt, ich bin gekommen zum Höhepunkt der Finanzblase 89 und konnte dann, hatte also Gelegenheit, das System dort zu studieren, und es ging los. 91 kam ich glaube ich aus Japan zurück nach ja, Oxford, habe meine erste Arbeit geschrieben. Und damals die Situation, muss man sich kurz vorstellen, riesen Finanzblase, die aber nicht so genannt wurde, weil es eben nicht so anerkannt war. Das war einfach die Finanzmärkte, so wie heute so in Amerika, nicht? Es läuft ja alles ganz gut, alle Aktienpreise sehr, sehr hoch. Ähm, dann ist aber der Finanzmarkt eingebrochen. Wirtschaftswachstum war aber 7%. Und die Top 20 Banken der Welt, also gemessen an Aktiva, zum Beispiel Bilanzen, waren ja alle japanisch. Nicht? Das ja. war ja jetzt das 21. Jahrhundert, sollte das japanische Jahrhundert werden. Und ich kam aber dann zurück aus Tokio mit meinen Modellen und Vorhersagen, und meine Schlussfolgerung war, dass jetzt, also die Bank von Japan hat ja gerade die Zinsen gesenkt zum ersten Mal, und da ja alle auf die Zinsen fokussiert sind, ja, die Zinsen gehen runter, das ist ja gut für alles, und da wird die Wirtschaft noch mehr angekurbelt und Aktienpreise werden wieder hochgehen, sind jetzt günstig geworden, kauft japanische Aktien. Ich hatte das Gegenteil vorhergesagt, eben damals auch veröffentlicht. Also die Aktienmärkte werden jetzt einbrechen, werden richtig einbrechen. Ja. Die japanischen Banken werden bankrott gehen,
und Japan wird wahrscheinlich in die größte Rezession seit der großen Depression fallen. Und wir brauchen jetzt ganz andere, aggressivere Maßnahmen, um das zu verhindern, die ich dann eben auch entwickelt hatte. Dann war es erstmal erstaunlich, wie mein Ruf aufgenommen wurde. Waren Sie wirklich in Japan? Das ist ja völlig unmöglich, absolut ausgeschlossen, was Sie da sagen, kann man überhaupt nicht, sich nicht vorstellen, das wird auf keinen Fall passieren. Es gab aber dann andere Stimmen, eben gerade im Finanzmarktbereich. Und da konnte ich einigen Leuten sozusagen ihre ganze Karriere machen. Also es gibt da ein paar Global Macro Fonds. Ich wurde da von meinem Tutor in Oxford zu einem seiner ehemaligen Studenten geschickt. Ja. Dem ging es nicht so gut im Asset Management. Ich habe dem das alles erklärt und was jetzt in Japan passiert. Ich hatte selber gerade Put Options auf den Nikkei gekauft und er hat dann seine ganze Karriere drauf gesetzt, wurde dann zur Legende, konnte seinen eigenen Makrofonds auflegen und ist jetzt einer der großen Global Macro Milliardäre in London, nicht? Genial. Also Ja, das war schon eine interessante Zeit. Man hat eben, also sehr interessant für mich auch, wie das eben aufgenommen wurde. Manche haben es erkannt, aber das Wissen hat sich sehr in engen Kreisen sozusagen bewegt. eingeschränkt bewegt und Wie die heute. Allgemeinheit hat es nicht mitbekommen, besonders auch die etablierten Ökonomen und die Leute, die da so im Fernsehen dann ihre Meinung abgeben, die ganzen Talking Heads, die waren in einer ganz anderen Welt. Und das hat dann noch viele, viele Jahre gedauert, bis das dann langsam den Leuten klar wurde. Und das war schon Wie beeindruckend, heute. dass man eigentlich mit Analyse selber doch einiges rausfinden kann, was dann die ganze Welt anscheinend noch nicht weiß. Ja. Ja, das ist Und ja ich habe heute dann so genauso. weiter geforscht. Genau, also das ist ja genau heute der gleiche Fall. Ich meine, wenn du Japan anschaust, wir hatten da eine gigantische Immobilienblase, die Hand in Hand ging mit der Aktienmarktblase. Und jetzt schaut man nach Europa, schaut man in die USA, da haben wir doch das gleiche Dilemma wieder. Die Aktienblase geht immer einher mit einer Immobilienblase, mit einer Asset Inflation, die wir gerade sehen. Und was ich ganz bemerkenswert fand in deinem Buch, war auch eines letzten Kapitel, wo es darum geht, wo du dann praktisch die EZB verglichen hast ja, mit der Reichsbank. Vielleicht kannst du das mal ausführen, weil das fand ich ja wirklich rotzfrech und auch aber visionärisch, weil du hast da Sachen gesagt, 2003 schon, die dann tatsächlich eingetroffen sind. Und das wäre super interessant und spannend. Ja, genau. Danke. Das Kapitel heißt, also die EZB, die wiederauferstandene Reichsbank. Und ich fange erstmal an mit der allgemeinen Analyse. Und die war ja damals, muss man sich vorstellen, 2003, die EZB war ja nagelneu, wurde ja gerade Ja, erst aufgestellt, hat angefangen ein paar Jahre. Und die offizielle Partyline damals war natürlich ja EZB, das ist ja auch in Frankfurt wie die Deutsche Bank, Bundesbank und ist einfach, Bundesbank, genau. ja, das ist jetzt so die Europäische Bundesbank, die macht jetzt nach den gleichen Prinzipien weiter. Insbesondere natürlich sehr wichtig die Unabhängigkeit, weil die Mhm. Bundesbank ist ja erfolgreich gewesen und da hat ja niemand dran gezweifelt, weil sie so unabhängig war. Und jetzt machen wir die EZB auch total unabhängig und dann wird das alles sehr erfolgreich sein. Dann habe ich mir das aber genau angeschaut, insbesondere die rechtliche Situation der Zentralbank und dann auch bezüglich der Bundesbank, habe das nochmal genauer studiert. Und ich hatte das Ja. natürlich mit meiner japanischen Erfahrung und auch in Südostasien, wir kamen ja gerade aus der asiatischen Wirtschaftskrise raus, die ich war der Chefökonom in Tokio, da hatte ich auch davor gewarnt gehabt, 96, dass diese Dollar-Packs wahrscheinlich jetzt auseinanderfallen werden. Und die Schlussfolgerung war folgendes. Erstmal die Analyse bezüglich der Bundesbank war schon mal falsch. Mhm. Wir stimmen alle überein, die Bundesbank war eine gute Zentralbank. Das stimmt natürlich Ja. schon. Und meiner Ansicht nach wahrscheinlich die beste in der Geschichte der Zentralbanken. Also das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Aber warum? Da wird es dann schon interessanter. Warum war die Bundesbank so erfolgreich? Und die allgemeine Meinung ist ja, das war, weil sie unabhängig gemacht wurde. Und es stimmt, die Bundesbank war ähm, nicht direkt der Regierung unterstellt, eben relativ unabhängig von der Regierung. Gut, es gibt dann schon ein paar kleine Macken in diesem Argument, denn es gab ja schon geschichtliche Zeitpunkte, wo die Regierung doch relativ direkt Einfluss ausgeübt hat und das auch konnte. Aber gut, lassen wir das mal weg. Also sie war relativ unabhängig von der Regierung, sagen wir mal so. Gut. Ja. Ist das aber der Grund, warum sie erfolgreich war? Um das jetzt zu beantworten, muss man einfach einen Schritt noch weiter zurück in die Geschichte gehen. Wie ist denn die Bundesbank entstanden
Und was haben sich die Leute damals gedacht, die das, ja, die ganze Struktur und auch rechtliche Grundlage der Bundesbank entworfen haben? Die hatten natürlich die Erfahrung der Reichsbank Ja. vor sich und wollten da anscheinend die Lehren daraus ziehen. Also müssen wir kurz die Reichsbank analysieren. Die Reichsbank im Gegensatz zur Bundesbank war eine der schlechtesten, wahrscheinlich die schlechteste Zentralbank in der Geschichte. Also wir haben da einen extremen Kontrast. Bundesbank die beste, Reichsbank die schlechteste Zentralbank. Man lernt aus Warum war die Fehlern. Ja, aber warum war die Reichsbank so schlecht und was hat man genau da gelernt und was hat man da genau gemacht, damit die Bundesbank so gut werden konnte? Man hat tatsächlich gelernt aus den Fehlern. Die Reichsbank hatte kurz nach ihrer Gründung eine vermögenswerte Inflation erzeugt, eine Blase. Dann gab es eine Rezession, dann gab es eine Krise, dann gab es sogar Deflation. Also wir hatten diese Wirtschaftszyklen, diese Boom-Bust-Phasen, die kennen wir ja von vielen Zentralbanken. Das ist eben das Spiel der Zentralbanken und die Reichsbank war genau so eine. Es wurde dann leider aber noch schlimmer. Sie wurde ja dann in den frühen 20er Jahren die Reichsbank, die eben für die Hyperinflation bekannt wurde. Es ging aber dann noch weiter, wenn man das studiert. Also die Hyperinflation war die Katastrophe für die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert eigentlich und für die Menschen, nicht? Denn das hat ja dramatische Auswirkungen. Ich weiß, es bei uns in der Familie sogar mein Urgroßvater, der hatte gerade nach dem Ersten Weltkrieg, der hatte da ein größeres Gebäude in Trier. Mein Vater kommt aus Trier und hatte das aber gerade verkauft und saß auf Cash. Oh mein Gott. Dann kam die Hyperinflation, da war natürlich alles weg. Krass. Und das war schon, das ist einschneidend, nicht so eine Erfahrung. Ja, das hat sich auch wenn in die Seele archaisch gebrannt der Deutschen. Bis heute haben alle höllische Angst vor Inflation, vor Hyperinflation. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was es für Kollateralschäden hatte, gesellschaftlich, politisch. Ich meine, aus dieser Krise ist auch dann ist der Nationalsozialismus entstanden. Richtig, ganz genau. Das ist nämlich der nächste Punkt, weil die Reichsbank dann weitergemacht hat. Und ich auch in Princes of the Yen, da sind ja also auch einige Kapitel und Paragraphen darüber. Ich habe das genau studiert. Ich schreibe da noch an was Längerem. Der Chef der Reichsbank in den 20er Jahren, Hjalmar Schacht, der war ja dann selber persönlich aktiv, sozusagen die Zeitbombe zu legen, die dann hochging. Und dann gab es eben den großen Crash. Und dann hat er dafür gesorgt mit seinen Maßnahmen der Reichsbank, dass die eigentlich amerikanische Wirtschaftskatastrophe sofort nach Deutschland exportiert wurde und dort zur Massenarbeitslosigkeit führte. Das war ja nicht notwendig. Ja. Das gleiche Spiel wurde übrigens 1997 in Thailand gemacht. So kann man Wirtschaftskrisen relativ schnell exportieren und ein Land so richtig von Boom in eine Massenarbeitslosigkeit, Depression stürzen. Das wurde dann auch mit Deutschland gemacht und da hat eben Schacht maßgebend dran gearbeitet. Und er hat dann, das war ja 31, 32, er hat dann eine Partei kontaktiert, die extrem war und die eigentlich keiner wollte. Also eine kleine Randgruppe mit extremen Meinungen, die also kein Gewicht hatte in der Politik. Aber Schacht, der Kreditdiktator, der Kreditallokation in den 20 Jahren betrieben hat und da in der ganzen Wirtschaft sehr, sehr viel Ehrfurcht erzeugt hat, wenn der auftritt und was sagt, nicht? Denn der konnte Firmen sofort abtöten oder zu einem nachhaltigen Erfolg verhelfen. Da können wir uns mal drüber enthalten, wie eine Zentralbank sowas machen kann. Aber das hat er gemacht. Also die Reichsbank war da sehr, sehr aktiv. Und dieser Mann hat eben diese Partei kontaktiert, die hieß NSDAP. Und hat ihnen ein sehr gutes Wirtschaftsprogramm gegeben, denn die hatten das noch nicht. Und er kannte sich natürlich aus. Er hatte auch die Krise erzeugt als Zentralbanker. Er wusste genau, wie man da gleich wieder rauskommt. Und das Programm hat er denen gegeben. Und dann wurde es auch so gemacht. 33. Januar, Adolf Hitler kommt an die Macht. Und wen ernennt er sofort zum Zentralbankchef wieder? Natürlich Hjalmar Schacht. Und er führt das Programm durch. Als John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom des 20. Jahrhunderts, 1936 seine Analyse veröffentlichte in der General Theory, wie man denn aus einer großen Rezession herauskommt mit Massenarbeitslosigkeit, was natürlich eben
Das Problem war in Amerika, in Deutschland, in Großbritannien. Aber er hat es 36 veröffentlicht. Da hatte Deutschland schon wieder Vollbeschäftigung. Ja. Autobahn für den Krieg. Ja, Das war aber im Hintergrund natürlich die Maßnahmen im Geldsystem, genau. Ja. die sehr effektiv durchgeführt wurden. Und daher ist klar, und dann wurde Hitler beliebt. Also er war dann sehr, sehr beliebt, weil er wirtschaftlichen Erfolg gezeigt hat. Ja. Das sehen wir auch in anderen Ländern, wie eben eine Führungsgruppe, egal von welcher Partei oder Richtung, wenn die Erfolg liefern, klar, das macht die beliebt. Das ist einfach so. Ist ja nicht überraschend. Aber da war natürlich die Reichsbank immer dabei. Also wir sehen bis zu diesen sehr dunklen Tagen in der deutschen Geschichte, die Reichsbank war in diesen ganzen Boom und Bust und Ups and Downs die führende Macht. Und das Problem, wenn man jetzt die ganze Geldpolitik der Reichsbank analysiert, war eben nicht, dass jetzt da nur Inflation das einzige Problem sein könnte, wie zur Hyperinflation. Das war ja nur ein kurzer Zeitraum. Der war zwar sehr schlimm, aber wenn man den ganzen Zeitraum betrachtet, dann war das größere Problem, sogar noch größer als die Hyperinflation, dass die Reichsbank erstens politisch aktiv war und sich da betätigt hat, indem sie Regierungen an die Macht oder aus der Macht bringen konnte. Ja. Keine Unabhängigkeit. Ja. Und vor allem hat sie Boom-Bust-Zyklen hergeführt. Ja. Eine Hoss oder ein Boom erzeugt oder eine Krise, eine Rezession, eine Deflation und konnte damit natürlich Umwälzungen bewirken, die anders nicht stattfinden. Denn man kennt ja den Spruch, nicht? So eine Krise ist ja sehr günstig, wenn man Veränderungen durchführen möchte. Never waste a good crisis. Ja. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie konnte das die Reichsbank denn machen? Und also als die Bundesbank gegründet wurde, da hieß es ja, naja, die Bundesbank, die muss unabhängig sein von der Regierung. Und die Reichsbank, also implizit, die Reichsbank war so schlecht, weil sie war ja nicht unabhängig. Und das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Die Reichsbank konnte ihre katastrophale Politik durchführen, gerade weil sie so extrem unabhängig war. Sie war nämlich sowohl von der Regierung unabhängig und konnte da keine Weisungen erhalten, als auch vom Reichstag, vom Parlament. Sie stand nämlich über den Gesetzen. Es konnte also der Reichstag auch kein Gesetz erlassen, wo drin steht, also die Zentralbank sollte jetzt diese Ziele haben. Das ging nicht. Und zwar die Hyperinflation wurde ja durchgeführt, sobald, das war 1922, nach dem Ersten Weltkrieg die Alliierten den Beschluss gefasst hatten, es ging ja da um Reparation, es ging ja ums Geld eigentlich die ganze Zeit. Und da ging es darum, ja, wie können wir da sicherstellen, dass wir da möglichst viel aus Deutschland rausholen, Gold und diese Zahlungen. Und dann hat man sich entschlossen, ja, wir müssen die Reichsbank müssen wir von allen deutschen Institutionen unabhängig machen und nur dem Reparationskomitee unterstellen, von JP Morgan dominiert, unterstellen, genau. Und so wurde es dann auch gemacht. Dieses Reparationskomitee wurde dann später umgewandelt und umbenannt in die BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Das war ursprünglich eben JP Morgan Reparationskomitee. Und die Reichsbank war also nur von dort weisungspflichtig und konnte in Deutschland von niemandem beeinflusst werden. Und sobald sie diese Unabhängigkeit erhalten hat von allen deutschen Institutionen, da war also die Unterschrift auf diesen Verträgen, wo das entschieden wurde, über deutsche Köpfe hinweg natürlich, da war die Unterschrift kaum noch trocken, da ging es los mit der massiven Gelddruckerei. Das war die Reichsbank natürlich, diese Hyperinflation, da gibt es ja auch keinen Zweifel dran. Und wie die damit EZB konnte ein dann, bisschen, ne? so, und jetzt genau, das Problem war also das Problem der Reichsbank war, dass sie zu unabhängig war. Ja. Das war das Problem. Und sie war ja auch 100% im Privatbesitz. Das ist ja auch nicht viel bekannt. Nicht? In ihrer gesamten Geschichte bis 1900
1939 war die Reichsbank 100% im Privatbesitz. Also ich meine, ist ja nicht schlecht, wenn man so eine Zentralbank besitzt, oder? Ich auch gerne. Ist eigentlich, ja, kann man sich vorstellen, sicherlich ganz Angenehm. praktisch, so eine Zentralbank zu besitzen. Und daran sieht man eben, also sie war zu unabhängig, konnte tun, was sie wollte, war eben eine Machtzentrale. Wer waren die Besitzer genau? Also JP Morgan? Das wird ein anderes Thema. Da müssen wir uns mal. Extra Video. Machen wir nochmal eins. Genau. Ja, die Zentralbank war eben sehr mächtig. Sie wurde auch in den 30er Jahren und 40er Jahren und später von Analysten, die sich mal die 20er Jahre angeschaut haben, sie wurde als Nebenregierung bezeichnet. Und das ist sogar noch eine Untertreibung. Sie war einfach die Regierung. Ja. Geld regiert die Welt. That's it. Genau. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg waren anscheinend sehr schlaue Köpfe in der richtigen Position, als es hieß, die Alliierten und besonders die Amerikaner dann gesagt haben, okay, jetzt macht mal, wir brauchen jetzt hier wieder ein bisschen Wirtschaftsaufschwung und so. Und da hat man sich Zeit gelassen. Die Bundesbank wurde ja relativ langsam gegründet und man hat das richtig entworfen. Und zwar der wichtigste Unterschied war, dass die Bundesbank weniger unabhängig wurde. Sie ist also viel abhängiger vom Rechtssystem und vom Staat gemacht worden. Sie wurde eingebunden in das deutsche Rechtssystem. Sie war nicht über dem Gesetz. Die Reichsbank war eine internationale Organisation nach 1922, wie eben heute auch die EZB, nicht? Da konnte eben kein Staatsanwalt und niemand konnte da irgendwas machen, kein Parlamentarier, kein Gesetz. Und das war fatal. Die Bundesbank war extrem eingebettet in das deutsche politische System. Sie wissen ja, der Bundesbankrat, da waren ja die Länder vertreten, es waren Gewerkschaften vertreten, es war alles also schön ausgelotet, wie man das so in der sozialen Marktwirtschaft der Nachkriegsjahrzehnte relativ gut gedeichselt hat. Und vor allem, zwar war die Bundesbank nicht direkt von der Regierung weisungspflichtig, musste da also nicht Befehle entgegennehmen, aber sie war wirklich eingebunden und der Bundestag konnte Gesetze erlassen, die der Bundesbank im Prinzip gesagt haben, was sie tun sollen. Und das wurde ja auch gemacht. Da wurde dann klar, also ein Gesetz erlassen, das gesagt hat, dass die Bundesbank nicht nur auf niedrige Inflation oder Preisstabilität schauen soll, sondern eben auch auf eine gesunde Wirtschaft mit genug Wachstum und Beschäftigung. Ja. Also keine Arbeitslosigkeit. Und das hat gut geklappt. Und die Bundesbank, wie gesagt, ist die beste Zentralbank, die es gab. Das war natürlich dann ein Problem auf internationaler Ebene. Das kannst du dir vorstellen, nicht? Ja, weiß ich, ja. Denn die Bundesbank hat dann relativ schnell andere Zentralbanken alt aussehen lassen. Absolut, ja. Die anderen Zentralbanken haben das übliche Spiel gespielt. Boom und Bust und Finanzkrise und Rezession und Umverteilung, Finanzblasen, Vermögenwerteblasen und die ganzen Finanzspiele natürlich, die Reichen, die Superreichen werden immer reicher, die Allgemeinheit geht es immer schlechter und so weiter. Bei der Bundesbank war das eben anders. Da gab es eine Lösung. Wir müssen die Bundesbank abschaffen. Wir müssen eine Reichsbank einführen für ganz Europa. Interessanterweise natürlich, die Pläne gab es ja nicht. Die wurden ja auch in den späten 30er und frühen 40er Jahren in Deutschland entwickelt. Nicht? Da gab es ja den Plan, wir brauchen eine Währung, nicht nur für Großdeutschland, sondern für ganz Europa. Das hieß natürlich damals Reichsmark als Währung, aber unter einer Zentralbank, der Reichsbank. Und die ganzen Argumente, warum, das ist eine Großraumwirtschaft, das ist gut und effizient und man braucht dann nicht die Währung umwechseln und so weiter. Die Argumente kennen wir in Deutschland. Es wurden ja Millionen von Euros oder D-Mark ausgegeben, um uns damit zu erziehen, nicht? Bevor der Einführung des Euros. Der Euro war ja nicht die Einführung einer europäischen Währung, sondern es war die Zerstörung, die Abschaffung der de facto europäischen Währung, der D-Mark. Aber das war gutes Marketing, muss man sagen. Natürlich von den deutschen Steuergeldern bezahltes Marketing. Gut, dann wird der Euro eingeführt und die EZB, wenn man jetzt die EZB anschaut, ist tatsächlich die wiederauferstandene Reichsbank, denn sie ist unabhängig von Regierungen, von allen Regierungen. Sie ist aber auch unabhängig von allen politischen Institutionen, insbesondere gewählten Parlamenten.
Also Parlamentarier können da Gesetze erlassen und auf den Kopf stehen, wie sie wollen. Die EZB, nicht, die moderne Reichsbank, ist davon nicht betroffen. Denn sie steht über allen Gesetzen, nicht die höhere Riege der EZB haben Diplomaten Pässe. Es darf kein Staatsanwalt rein. Sie kennen ja die Geschichte, du kennst ja die Geschichte nicht, Marc, dass die Frankfurter Feuerwehr wollte mal rein, nicht in den Turm, das war noch der alte. Es schien da irgendwo ein Feuer zu sein oder ein Alarm wurde ausgelöst. Nee, ihr dürft nicht rein. Ja, das ist nicht Frankfurt. Ja. Ihr seid nicht zuständig dafür. Wir haben Sondergebiet. unsere eigenen Leute, alles unter Kontrolle. Wie die City of London. Es ist, oder zumindest wie bei Botschaft natürlich auch, das ist internationales Gebiet. Es ist nicht Deutschland, wo die EZB ist. Es ist extraterritorial. Ja. Aber da muss ich sagen, Frau Lagarde freut sich natürlich über den Diplomatenpass und so, weil sie war ja schon mal straffällig geworden in ihrer alten Rolle als Ministerin in Frankreich und hatte ja auch schon Verfahren. Deswegen war das ganz gut, dass sie da eingesetzt wurde. Genau, guter Zeitpunkt. Ja, und die EZB hat sich dann leider auch an den Skript gehalten von der Reichsbank, der natürlich der übliche Zentralbank-Skript ist. Den kenne ich aus Japan sehr gut. Der wurde aber auch von vielen anderen Zentralbanken schon durchgeführt, ob das jetzt in Asien war, Thailand, die Zentralbank, Korea, Indonesien oder natürlich auch in Europa. Skandinavische Zentralbanken haben ja auch in den 80ern die Blase erzeugt und dann Rezession und Bankenkrise in den frühen 90ern. Da hat man dann auch in Schweden zum Beispiel das Referendum dann laufen lassen, gerade als es eine große Rezession gab, weil man gedacht hat, okay, dann kann man die Leute dazu bewegen, mitzumachen. Bei der EU erstmal, das hat dann geklappt. Und bei dem Euro 10 Jahre später, das hat dann aber nicht geklappt, trotz allen Medien, allen Politikern, die ganzen Drohungen, oh, das wird die Propaganda, Katastrophe. ja, genau. Ja, genau. So wird es dann immer gemacht. Ja, und die EZB hat also die falsche Anreizstruktur. Sie ist zu mächtig. Und da gibt es eine Theorie der Bürokratie. Wenn eine Bürokratie Macht anhäuft und je mehr Macht sie hat, desto schneller geht das Ganze, desto mehr möchte sie dann nur noch auf ihre Macht fokussiert agieren. Und dann geht es nur noch darum, Alternativen auszuschalten. Es geht also nicht mehr eigentlich um das Ziel, was ja sein sollte, stabiles Wachstum, Vollbeschäftigung, keine Krisen, keine Inflation oder Deflation, also Stabilität. Davon sprechen zwar Zentralbanken, aber das liefern sie ja nicht. Das wissen wir ja. Ganz im Gegenteil, was wir sehen, ist ein Dauerkrisenmodus. Seitdem es die EZB gibt, haben die eine Krise nach der anderen nicht bewältigt, sondern immer wieder verschlimmert, indem sie noch mehr Öl ins Feuer gegossen haben. Ganz genau. Und Sie haben ja die Krisen auch erzeugt. Und ich habe also daher, in der Analyse in Princes of the Yen 2003, hatte ich eben vorher gesagt, dass die EZB leider aus diesen Gründen, weil sie eben den Status der Reichsbank hat und nicht der Bundesbank. Und die ganzen Lektionen der Bundesbank wurden alle über den Haufen geworfen, vergessen und die Reichsbank wurde de facto etabliert. Müssen wir erwarten, hatte ich eben gewarnt, dass die EZB jetzt wieder genauso handeln wird. Sie wird also die Kreditschöpfung ankurbeln für Finanzspekulation, für Vermögenswertekäufe. Das führt immer zum Anstieg der Vermögenswerte selbst, denn Bankkredit ist Geldschöpfung. Und man druckt da sozusagen Geld im Banksystem und pumpt das in Vermögenswerte rein. Was passiert mit den Preisen der Vermögenswerte? Es ist klar, die steigen an. Und bei Immobilien ist es besonders schnell, weil das eben die Quantität fix ist und das geht nach oben und das ist dann auch ein gutes Fundament für die Blase dann der Vermögenswerte, der Finanzwerte. Das ist aber eine Illusion. Das Spiel läuft nur so lange, wie die Kreditschöpfung für weitere Vermögenswertekäufe weiter ansteigt. Das ist also so eine Reise nach Jerusalem, nicht das Kinderspiel, wo man ein Stuhl fehlt. Solange die Musik läuft, gehen alle rum, das Spiel geht weiter. Wenn die Musik stoppt, dann sind nicht genug Stühle da. Und die Musik ist natürlich die Kreditschöpfung für Finanz- und Vermögenswertekäufe.
wenn die ansteigt, dann geht das Spiel weiter, dann muss man auch drin sein, dann ist es sozusagen nicht, dann, wenn man da also teilhaben möchte an den Spekulationsgewinnen. Aber wenn die Musik stoppt, dann ist es vorbei und dann gehen die Vermögenswerte nicht mehr weiter nach oben, sondern dann stürzen sie ab. Es kann Jahre, es kann Jahrzehnte sogar weitergehen. Das ist eine Entscheidung eben der Zentralbanken. Aber wenn dann die Musik stoppt, dann gibt es die Krise, weil dann also das ist dann immer die typische Reihenfolge, natürlich die spät dazugekommen sind, die haben also schon so relativ teuer die Vermögenswerte gekauft, die brauchen weiter den Anstieg, damit sie, das ist auch oft auf Kredit dann wieder gekauft natürlich, damit sie da wieder rauskommen, die Kredite bezahlen können. Das geht dann nicht, es gibt keinen Anstieg, die müssen dann bankrottieren, Ja. Bankrott anmelden. Ist eigentlich wie ein Ponzi-Scheme, wie ein Pyramidensystem, ne? Das ist ein Pyramidensystem. Müssen dann Genau. die Zeche Nur ist zahlen. es halt relativ ja, langfristig ausgelegt Ja. und es ist etwas versteckter, dadurch, dass eben die Zentralbank, das Banksystem, muss ja der Zentralbank folgen, dahinter steht und dann sieht das alles sehr seriös aus. Und es Wollte ich werden ja gerade auch sagen, es hat einen gleichzeitig, Anschein von einer Behörde, von einem Amt und so, alles ein bisschen ja, seriöser, ja, aber im Endeffekt ist es nur staatlich legitimiertes Ponzi-Scheme. ja. Ja, nur gut, ob es staatlich legitimiert ist, ist noch die Frage, aber zumindest zentralbanklich legitimiert. Ja. Denn die EZB ist ja über den Staaten und in vielen Ländern eben, ja, hat es ja nichts mit Staaten zu tun. Also der Euro ist ja auch, also ich war in den 90ern auch immer gegen die Einführung des Euros und Erbschaffung der D-Mark, aber das war in Deutschland ein Unthema. Ich weiß nicht, ich war damals als Chefökonom öfters dann eingeladen, in Frankfurt auch, und sobald ich das Thema angesprochen habe, habe dann so ein bisschen so kritische Bemerkungen gemacht. Schweigen, Ja. die Stille. Wollte keiner hören. Alle, Wollte keiner ja, hören. und dann schaut nur jeder so betreten auf den Ja. Fußboden. Keiner möchte jetzt was dazu sagen. Oh, jetzt habe ich ein Tabuthema angesprochen. Dann hat mich ein Chefökonom von einer der damals, das war die viertgrößte Bank in Deutschland. Ich habe mit dem mal, also nur wir zwei unter vier Augen haben uns unterhalten. Ja, mit diesem Euro, wollen die das jetzt wirklich machen? Weil das ist ja eine Katastrophe, besonders für Deutschland, aber für alle Länder wird das eine Katastrophe. Ja. Dann hat der gesagt, ja, hoffentlich machen sie es nicht, weil es ist sehr verrückt, aber wir können da nichts dagegen tun. Ja, und du musst doch was sagen, nicht? Ihr müsstet da alle dagegen euch aussprechen, nicht? Warnen. Sagt er, nee, also es gab bei allen deutschen Banken, Großbanken, gab es Vorstandsentscheidungen, dass niemand, also und schon gar nicht in der Forschungsabteilung, nicht die Ökonomen, etwas Negatives über den Euro sagen durfte. Interessant, nicht? So wurde es damals schon top-down alles abgewürgt. Und also wenn man seinen Job behalten wollte, durfte man da nicht sagen. Daher dann betretenes Schweigen. Das war so. Ja, wenn man was dagegen gesagt hat, wurde man ja immer diffamiert. Ist ja bis heute so. Ne? Ich habe ja auch vor Jahren schon gesagt, der Euro wird scheitern. Was die EZB macht, ist völlig wahnsinnig und wird ins Desaster führen. Da wurde man dann stigmatisiert, ne? Wie mit der Zersetzungsstrategie der Stasi eigentlich in eine Schublade abgestempelt und hört dem nicht zu, der, was weiß ich, will nur irgendwie seine Bücher verkaufen. Ja, genau. Die Erfahrung hast du auch gemacht, oder, denke ich mal, dass man dann dich dann auch sozusagen verunglimpft hat oder öffentlich gebrandmarkt hat? Ja, teilweise klar. Aber gut, ich hatte also zumindest was Deutschland betrifft, also weil ich war nicht so oft in Deutschland, habe ich das nicht so bemerkt. Und ich konnte da so ein bisschen wie ein Außenseiter dann ab und zu was Kritisches sagen und dann, oh, weil ich war ja nicht in Deutschland in irgendeiner Institution. Das war dann auch interessant. Ich glaube, manche waren da schon froh, dass ich es eben gesagt habe, weil sie konnten das ja nicht sagen. Aber das war klar, dass das eine Katastrophe sein würde. Und so war es. Wir haben ja die nationalen Währungen abgeschafft und wir haben jetzt alle eine Fremdwährung. Also für alle Eurozonenländer gibt es nur noch eine Fremdwährung. Deutschland hat auch nur eine Fremdwährung, den Euro. Ja. Das hat ja Auswirkungen, insbesondere natürlich für Länder, die dann im Defizit sind und verschuldet sind, aber auch für die Länder andersrum, wie Deutschland, die Kreditgeber sind. Und man kann die normalen Lösungsansätze, die ja voraussetzen, dass es eine Nationalwährung gibt, die kann man da nicht verwenden. Man braucht also ganz andere Konzepte, wenn man so weitermachen möchte. Aber macht es dann überhaupt Sinn, diese Fremdwährung?
Ja, und leider hat die EZB dann auch tatsächlich das gemacht, wovor ich gewarnt habe, also diese Kreditschöpfungsblasen erzeugt. Das ging sofort los, 2004. Irland, Portugal, Spanien, Griechenland. Hm. Und die Zahlen waren erschreckend. Nicht? Die Gesamtkreditschöpfung stieg an um 20%, 30%, teilweise 40% für mehrere Jahre Ja. im Vorjahreswachstum, im Vergleich. Nicht? Und da muss man ja kein Genie sein, um zu sehen, Moment mal, da wird ja massiv jetzt die Geldmenge expandiert. Und wenn die Kreditschöpfung viel schneller wächst als das nominale BIP, dann ist es klar, es geht in Vermögenswerte. Ich habe ja auch 1991 meine Quantitätstheorie des disaggregierten Kredits vorgestellt. Auf der baut ja die quantitative Lockerung eigentlich auf. Da wird das ganz klargestellt. Also da hat man, Geld ist definiert als Kreditschöpfung. Da Ja. kommt das Geld her. Unser Geld ist durch Kreditschöpfung entstanden. Zentralbankgeld sind nur 3% der Geldmenge. Und es ist jetzt wichtig, wem wird das neu geschöpfte Geld gegeben und für Ja. was? Für welche Käufe? Ja. Das verändert die Wirtschaftslandschaft rapide. Genau, also es gibt praktisch gute Kredite und schlechte Kredite. Genau. Und was ich nochmal erklären muss, auch für die Zuschauer, ist natürlich, dass Geschäftsbanken durch Kreditvergabe Geld aus dem Nichts schöpfen können mit einer Mindestreserve. Und das ist ganz, ganz wichtig, habe ich auch in einem Video erklärt, das verlinke ich gerne mal unten, wie Geld eigentlich entsteht, weil die meisten denken ja wirklich, das wird irgendwie von der Notenbank gedruckt, wird ausgeliefert an die Banken und die vergeben das. Oder wenn die Einlagen entgegennehmen, dass sie das dann einfach weitergeben in Kreditform an den Nachbarn, der jetzt ein Häuschen bauen will oder so. Ne? Und deswegen, das fand ich auch interessant, das musst du uns auch erklären mit den guten Krediten und schlechten Krediten. Genau. Genau, vielleicht ganz kurz davor noch zu deinem Punkt allgemein, eben der Bankkreditschöpfung. Ja, das ist ja auch ein Thema, das wurde schon über ein Jahrhundert kontrovers diskutiert. Ist das wirklich so? War eine Verschwörungstheorie. Das war eine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie, dass die Banken... Halte ich fest, Richard, halte ich fest, im ersten Buch, der größte Raubzug der Geschichte, hat die NZZ gesagt, der Friedrich, der hat eine Verschwörungstheorie aus dem Hut gezaubert. Niemals würden die Banken aus dem Nichts Geld schöpfen können. Das können nur die Notenbanken. Ja? Und ich bin auch wirklich stolz, das ist auch ein Beitrag, den ich dazu geleistet habe, dass die Deutsche Bundesbank, also die jetzige Tochter der EZB sozusagen, Mitbesitzer der EZB, dann irgendwann auf ihrer Seite genötigt war, das darzustellen, dass tatsächlich die Notenbank, die Geschäftsbanken aus dem Nichts Geld schöpfen durch Kreditvergabe. Und es war wirklich, da war ich so happy, als wir das 2014 erreicht haben. Ja, die haben das sogar noch früher gemacht. Mein Buch, also auf Deutsch beim Wahlen Verlag, kam eins raus, das ist ein wissenschaftliches Buch, Neue Wirtschaftspolitik für Europa. Und da wird es auch im Detail erklärt. Und weil es eben als wissenschaftliches Buch gemeint war, also mit allen Zitaten und auch der ganzen ökonometrischen Arbeit und statistischen Beweisführung. Ja. Das kam 2007 raus. Dann hat zuerst 2009, das war das erste Mal, da hat die Bundesbank dann ein Büchlein rausgegeben über Geld und Kredit. Und da wurde das dann auch gesagt. Also Banken schöpfen ja eigentlich Geld, wenn sie Kredit vergeben. Ich hatte das eben also in dem Buch Neue Wirtschaftspolitik, Wahlenverlag 2007 im Deutschen. Ich verlinke es auf jeden Fall unten in den Shownotes. Aber trotzdem, selbst wenn jetzt ein paar Zentralbanken das sagen und wir das sagen, nicht, es wurde ja trotzdem immer noch jahrelang kontrovers diskutiert, weil es eben auch alternative Meinungen gab. Und gut, Meinungsvielfalt ist ja was Gutes, aber es ist schon eine wissenschaftliche Frage eigentlich. Ich habe mir gedacht, also das kann ja nicht so weitergehen. Wir haben also da berühmte Ökonomen sogar, die einfach gegensätzliche Meinungen vertreten bezüglich einer sehr fundamentalen Frage. Ich meine, es gibt ja eigentlich noch viel detailliertere Probleme, die wir lösen müssen. Wir können uns da nicht ständig mit so etwas Grundlegendem aufhalten, ob jetzt Banken Kredit schöpfen, Geld schöpfen aus dem Nichts oder nicht. Das muss ja irgendwann mal geklärt sein, ein für alle Mal. Nicht? Ja. Was ist der wissenschaftliche Ansatz? Das Problem ist natürlich, dass in der VWL, das ist natürlich der Nachkriegs-VWL, also von Amerika und England, dominierend beeinflusst. Die ursprüngliche deutsche VWL war ja empirisch, während die angelsächsische ist eben dogmatisch, deduktiv, hypothetisch, axiomatisch. Nicht? Man stellt Axiome auf. Axiome, das sind Dinge, die weiß man, dass sie wahr sind. Deswegen muss man nie beweisen, ob sie überhaupt wahr sind. Und tatsächlich sind sie nicht wahr. Das ist ein Axiom. Dann tut man da ein paar Annahmen dazu, von denen weiß man zwar, die stimmen nicht, aber das macht ja nichts. Und dann hat man sein ökonomisches Modell.
Und mit dem Ansatz wurde einfach die Meinung immer vertreten, dass die Banken, ja, das sind nur Finanzvermittler. Ja. Also die nehmen da Einlagen rein und dann gut, machen die da ihr Ding und analysieren alle möglichen Kreditanträge und vergeben dann selektiv die Einlagen an andere. Da wird das Geld so ausgeliehen, nicht? Und das haben die eben dadurch erklärt, dass im Prinzip das Geldsystem wird ja in der angelsächsischen Ökonomik, also als im Prinzip Cash oder sogar Gold noch so dargestellt. Also man hat da Ja. physisch irgendwas, die Einlage wird eingezogen dann und dann kann man da ein bisschen ausleihen. Das ist also das Finanzvermittlungsmodell, die Finanzvermittlungstheorie des Bankwesens. Ja. Dann gibt es die zweite, du hast die Mindestreserven erwähnt, Marc. Das ist die zweite Theorie, die wurde seit den 30er Jahren gepusht. Das ist durch diese Mindestreserven ist zwar jede einzelne Bank ein Finanzvermittler, aber systemisch, wenn die Banken zusammenwirken, da wird Geld erzeugt. Und das kann man ganz kompliziert dann zeigen. Das ist eben diese Fractional Reserve Theory des Bankwesens. Mit dem Geldmultiplikator, nicht? Klingt ja auch interessant. Die wurde aber dann in den 60er Jahren, da gab es eine Entscheidung, dass das doch ein bisschen zu viel Wahrheit noch beinhaltet. Weil da hört man Geldmultiplikation, das kann ja nicht ganz mit rechten Dingen zugehen, nicht? Money Multiplier. Also das wurde dann ganz abgeschafft und dann wird eben seit den 60er Jahren, es fing an mit Tobin und anderen Ökonomen, wurde diese Finanzvermittlungstheorie gepusht, die halt heute noch dominant ist, weltweit an den Unis und unter Wissenschaftlern, dass Banken halt nur Einlagen einziehen und dann Kredite vergeben. Wie andere Finanzinstitute auch. Banken sind also nicht besonders, da gibt es keine besonderen Kräfte oder Machtauswirkungen. Okay, es gibt aber noch eine dritte Theorie und das ist die älteste. Die war eigentlich dominant bis ungefähr 1920er und 30er Jahren. Und die hat gesagt, dass jede einzelne Bank schöpft Geld aus dem Nichts, wenn sie einen Kredit. Sie ist also kein Finanzvermittler, sondern Schöpfer des Geldes. Sie stellt Geld her. Das sind Manufakturen des Geldes. Und der wissenschaftliche Ansatz, habe ich mir gedacht, ich war da gerade als Vertretungsprof in Frankfurt und die Studenten waren schon sehr engagiert und wir haben da sehr lebhaft debattiert. Und ich kam zum Schluss, okay, wir müssen jetzt wirklich wissenschaftlich arbeiten. Ja. Das heißt, wir brauchen einen empirischen Test. Wir müssen alle drei Theorien testen und mal sehen, was sagen die Fakten. Und dazu braucht man natürlich eine Bank. Der Unterschied zwischen diesen drei Theorien des Bankwesens, also Finanzvermittlung, Fractional Reserve mit der Mindestreserve und Kreditschöpfungstheorie des Bankwesens. Der Unterschied ist die Frage, wenn eine Bank Kredit vergibt, wo kommt das Geld her für diesen Kredit? Die Finanzvermittlungstheorie Anlagen. Und die Fractional Reserve Theorie, da kommt es aus den Reserven. Das sind sozusagen Überschussreserven bei der Zentralbank, die Banken da angelegt haben. Die werden dann da verwendet für neue Kredite. Und dann gibt es natürlich die Kreditschöpfungstheorie, die sagt, nee, das kommt von nirgendwo her. Das wird einfach neu geschaffen. Ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich eigentlich, aber gut, diese drei Theorien. Jetzt brauchen wir eine Bank. Wenn wir eine Bank haben, die mitarbeitet, dann können wir da einfach zuschauen. Wir müssen natürlich ins System reinschauen. Das ist ja Buchhaltung, aber das funktioniert ja in der IT heutzutage im EDV-System drinnen. Da müssen wir natürlich reinschauen, was passiert, wenn ich jetzt einen echten Kredit nehme und den möchte ich auch echt nehmen und das Geld abziehen. Dann habe ich angefangen mit ein paar Großbanken, auch britische Großbanken. Anfangs, ja klar, wir helfen da der Forschung, machen wir gerne mit. Und dann, was wollen Sie? Sie wollen da wirklich bei uns ins System schauen? Also nein, das ist völlig ausgeschlossen. Probieren Sie doch vielleicht eine kleinere Bank, da kann das sein, aber wir sind ja auch unter Beobachtung der Aufsicht und so angeblich nicht. Ja. Dann ging ich in Frankfurt die Helebar, ein Vorstand, der war sehr, sehr nett und freundlich und hat gesagt, nee, das machen wir, klar. Dann wurde aber dann die Fachabteilung, der Abteilungsdirektor
dazugeholt und dann ging es auch wieder los. Ja, aber tatsächlich da in das System rein, das ist ja hochsensitiv und das ist ja, das können wir leider nicht machen. Also probieren Sie doch mal eine kleinere Bank, zum Beispiel die Frankfurter Sparkasse, ist ja eine der größten Sparkassen in Deutschland. Wieder das gleiche Spiel, sehr freundlich. Da konnten wir bis zum Schluss sogar alles durchdiskutieren, aber tatsächlich machen, ja, nee, also das ist dann doch ein bisschen zu kritisch, das können wir nicht machen. Probieren Sie doch eine kleinere. Und es ging dann so weiter. Ich musste dann in Deutschland ist es alles sehr lokal bezogen, nicht? Und ich komme ja aus, wie du erwähnt hast, nicht aus Niederbayern, aus Landau an der Isar. Und ich habe dann bei der Volksbank Landau angefragt. Und da gab es aber immer noch das Problem, die war immer noch fast zu groß. Das ist auch über 1 Milliarde Bilanz. Die haben aber jemand anderes vorgestellt von einer kleineren Raiffeisenbank im Umkreis. Und da hat der Direktor gesagt, das machen wir. Aber nicht, weil ich ja da ein international bekannter Professor bin, sondern er kennt ja meinen Vater, der ist der Hausarzt, nicht in dem Städtchen. Und so läuft das halt. Da hat er mir vertraut, weil ich wollte das Geld direkt ausleihen von der Bank. Ja. Und es musste auch runtergebucht werden. Und es müssten schon ein paar 100.000 Euro sein, sonst ist es nicht überzeugend genug. Dann haben wir das gemacht. Das war also eine kleine Raiffeisenbank in Niederbayern. Da war zufällig auch BBC dabei, wurde also gefilmt. Das müssen wir noch auswerten. Das ist dann, die haben zwar kleine Dokumentarfilme gemacht, aber haben das noch nicht ausgewertet. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich habe also 300.000 Euro, was ist 200 oder 300.000? Ich glaube 200.000 waren es nur, 200.000 Euro. Die haben sich schon Sorgen gemacht, was ich dann mit dem Geld mache. Ich habe es relativ schnell dann wieder zurückgezahlt, abgehoben. Und die Frage war eben, wo kam das jetzt her? Und wir konnten das sicherstellen, da wurde nichts anderes gemacht. Also es wurde kein Geld aus irgendwelchen Einlagen geholt, das konnten wir feststellen. Es wurde nicht nachgeprüft, ob jetzt da Zentralbankreserven genug da sind oder davon abgebucht, wurde auch nicht gemacht, sondern es wurde einfach mein neues Konto bei der Bank, das ich natürlich eröffnen musste, wenn ich da Geld mir ausleihen wollte, da wurde es drauf gebucht. Und wo kam es her? Aus dem Nichts. Es wurde nicht von einem anderen Konto runtergebucht. Und das ist eben die Kreditschöpfung der Banken. Das erkläre ich auch im Princes of the Yen, historisch, wie das entstanden ist. Ja. Das geht eben auf die Goldschmiede zurück, wo Geld hinterlegt wurde. Dann wurden Quittungen ausgestellt, weil es eben sicher war. Man möchte ja damals, im Mittelalter wollte man nicht mit Gold rumlaufen. Ist ja heutzutage auch noch gefährlich, aber damals natürlich noch gefährlicher. Ja. Und dann ist es besser, okay, ich habe das bei dem bekannten Goldschmied, die arbeiten ja mit Gold, die haben ihre eigenen Sicherheitsleute. Da ist es hinterlegt, ich habe die Quittung. Und mit der Quittung fing man dann an einzukaufen, nicht? Weil ich kaufe mir jetzt das Stück Land da drüben vom Nachbarn. Wenn ich da jetzt erst das Gold hole, muss ich zum Goldschmied, komme ich mit dem Gold her. Der Nachbar, der bringt das ja eh wieder zum Goldschmied, nicht? Dann gefährden wir uns da unnötig. Ich gebe ihm einfach diese Quittung hier oder schreibe sogar noch seinen Namen drauf. Das habe ich jetzt umgeschrieben. Und so wurden diese Einlagen, Quittungen, wurden das Papiergeld in Europa. Ja. Aber das Wichtige ist eben, dass die wurden nicht von einer staatlichen Behörde ausgestellt, sondern von profitorientierten Unternehmen. Privat. Und die haben natürlich schnell gemerkt, ja hoppla, besteht ja immer Nachfrage nach Geld. Geld möchte man ja immer. Ja. Und da kamen natürlich auch Leute zu den Goldschmieden, ihr habt so viel Gold, können wir da uns nicht was ausleihen? Ich zahle ja auch Zins. Zins war natürlich verboten, aber wir halten das geheim. Und das hat denen natürlich auch gepasst. Ja klar, muss man ein bisschen geheim halten. Aber die haben dann einfach auch gesagt, ja, wir könnten dir jetzt schon Gold geben, aber es ist doch besser, du deponierst das gleich wieder bei uns. Und hier ist die Quittung. Das war dann der Kredit. Und wenn jetzt jemand zum Goldschmied geht, der hat also kein Gold an sich und möchte einen Kredit, halbes Kilo Gold, sagen wir mal, die kommen da zu ihrer Übereinstimmung, muss natürlich das Kleingedruckte gut lesen, nicht? Also wenn man es nicht zurückzahlen kann, wird Frau und Kind natürlich versklavt und die ganzen kleinen Klauseln, nicht? Okay, alles wurde unterschrieben. Dann zeigt der Goldschmied das halbe Kilo Gold, hier ist es, aber du deponierst es jetzt gleich bei uns, hier ist die Quittung und verlässt dann den Goldschmied mit dieser Quittung.
was ist jetzt passiert? Man könnte natürlich sagen, ja, die Quittung, das stimmt, das ist ehrlich, das ist kein Betrug, weil der hat ja Gold deponiert. Klar, die haben ihm das geliehen, aber buchhalterisch sieht das ganz gut aus. Die Tatsache ist aber, hier kommt jemand zum Goldschmied, der hatte kein Gold an sich und der verlässt den Goldschmied mit einer Einlagenquittung, dass er ein halbes Kilo Gold hinterlegt hat, obwohl er ja keines an sich hatte. Und gibt es jetzt mehr Gold beim Goldschmied hinterlegt im Ganzen? Nein. Also ist es Betrug. Und so ist natürlich historisch das Banksystem entstanden, denn das war Banking, das ist der Ursprung. Und wenn man das buchhalterisch durchmacht, das ist immer noch das Also Gleiche. das ganze Bankensystem Das ist basiert das eigentlich auf Bankwesen. Betrug, das kann man so sagen. Da werden Sachen verliehen, Ja, die historisch. genau mehrfach verliehen, Genau. sogar die nur einmal da sind. Genau. Das heißt natürlich nicht, dass da nichts Gutes dran ist. Und das hat sich gezeigt in Deutschland, als Wilhelm Raiffeisen Ja. und dann Schulze-Delitzsch und auch die Leute, die also das Sparkassenwesen gefördert haben. Das waren Leute, die waren sehr an kleinen Unternehmen interessiert, an dem Normalbürger Mittelstand. und an sozialer Gerechtigkeit, Mhm. Mittelstand. Und es war klar, es gab da also Kreditverleiher, die haben extrem hohe Zinsen verlangt. Und die Leute wurden da über den Tisch gezogen und mit Zinseszins ist man dann schnell sein ganzes Hab und Gut los und ist bankrott und kann die Familie nicht mehr versorgen. Sowas sollte vermieden werden. Und dann wurden diese Kreditinstitute in Deutschland gegründet. Das geht historisch darauf zurück, dass die Klöster abgeschafft wurden um 1800 in vielen deutschen Staaten. Und die Klöster waren ja vorher Kreditzentren. Die haben Kredit vergeben und waren natürlich an sozialer Gerechtigkeit interessiert, haben den Armen geholfen. Aber als Ja. die abgeschaffen waren, dann war plötzlich kein soziales Netzwerk mehr da und es gab auch keinen lokalen, regionalen Kredit mehr. Dann kamen die Loan Sharks, die ganz hohe Wucherzinsen verlangt haben. Und das hat zu Exzessen geführt. Daraufhin wurde eben dieses System eingeführt in Deutschland. Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und der Gedanke war, wir wollen das gerecht machen. Wir machen das auch nur lokal. Wir sind lokal eingebunden. Dann Ja. ist man eben auch rechenschaftspflichtig. Ja. Wenn man zu groß ist, eine internationale Bank, es weiß ja kein Mensch, was die Deutsche Bank macht. Und die Ja. Aufsicht weiß es auch nicht. Nee, also dezentrale Systeme sind einfach stabiler, gesünder und nachhaltiger. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und das wurde in Deutschland eben historisch geschaffen, wurde dann auch sogar dominant. Und das war ja bis vor ein paar Jahren noch wahr, dass 80% aller Banken in Deutschland waren eben nicht profitorientierte Kleinbanken. Man muss aufpassen, was man sagt, weil die Zahlen gehen leider runter, jeden Leider, Tag ja. schon, durch neue Fusionen. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr 80%, jetzt sind es vielleicht, ich weiß nicht, 78%. Aber das ist das andere Problem von der EZB-Politik. Seit die EZB eingeführt wurde, wurde sie zum Bankenkiller. Und das ist keine Verschwörungstheorie, denn die sagen das ja ganz, ganz offen und direkt. Draghi hat es ja gesagt, es gibt zu viele Banken in der Eurozone, hat er Overbanking. 2016 gesagt. Dann hat er sogar, und dann Overbanking. Und dann hat er sogar nochmal gesagt, in Deutschland insbesondere. Aber das ist natürlich dann auch nicht mehr nötig gewesen, das zu betonen, denn Deutschland hat ja in der Eurozone bei weitem die größte Anzahl von Banken. Ja. Bei weitem. Das war aber auch gut so, denn dadurch hat es Wirtschaftswachstum gegeben. Wenn 80% der Banken lokale Banken sind, kleine Banken sind, die Kredit vergeben und damit natürlich Geld schöpfen, hauptsächlich für produktive Investitionen, Wirtschaftsinvestitionen, dann führt das eben nicht zu Vermögenswerteblasen, es führt nicht zu Bankenkrisen, es führt nicht zu Inflation. Genau. Es führt zur Schöpfung von neuer... Genau, Richard, das musst du mal erklären mit dem, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gute Kredite und schlechte Kredite. Also was sind Konsumkredite, Genau. was fördert die Spekulation an und so, weil das muss der Zuschauer jetzt tatsächlich verstehen, warum dann die dezentralen Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken eigentlich die besseren Banken sind. Genau. Es gibt 3 Arten von Kredite. Also man könnte es auch in 2 Klassen, die 2 großen Klassen sind eben die guten und die schlechten. Ja? Das sind dann 2 Klassifikationen.
Bei den schlechten gibt es eben 2 Untergruppen. Deswegen gibt es insgesamt 3. Gerne. Die schlechten Kredite, das ist, wenn bei Bankkreditschöpfung, wie gesagt, wie ich eben auch mit einer Studie, die Studie übrigens, die kam dann auch raus 2014 und ist immer noch das meist heruntergeladene wissenschaftliche Arbeit von allen von allen Fachzeitschriften, sogar von Elsevier. Also ist dann weltweit rumgegangen. Also du kannst googeln, Can banks individually create money out of nothing? Da gibt es dann auch noch ein paar andere Studien, die das weiter unterstützen und noch ein paar andere Details herausstellen. Die werden auch dann zitiert. Also das ist einfach jetzt eine wissenschaftlich belegte Tatsache. Da braucht man nicht mehr drüber streiten. Ist Fakt, werde ich unten auch verlinken, das Dokument. Gut, danke. So, und jetzt ist die Frage, ob diese neue Geldschöpfung, die ja immer eine Auswirkung haben wird, ob die aber jetzt eine gute Auswirkung hat oder eine schlechte, das hängt davon ab, für was das Geld verwendet wird. Verwendet man das Geld für den Kauf einfach von Sachen, ohne dass man jetzt da was Positives beiträgt zur Wirtschaft, dann ist das immer schlecht, es ist nicht nachhaltig. Und da gibt es eben 2 Möglichkeiten. Das ist der Konsumkredit. Wenn also Banken Kredit schöpfen, damit Geld schöpfen, das nur für Konsum ausgegeben wird, dann ist das ist eigentlich das Beispiel, das gibt es auch in der offiziellen neoklassischen Ökonomik. Die sagen, das ist das einzige und das Hauptmodell, die Haupterklärung. Wenn zu viel Geld geschöpft wird, dann führt das zur Inflation. Stellt sich heraus, das ist aber einer von 3 Fällen nur. Das ist, wenn Kreditschöpfung stattfindet für Konsum. Ja. Dann muss das zur Konsumpreisinflation führen. Das ist klar. Wir haben jetzt mehr Kaufkraft, es werden mehr Sachen gekauft, aber es werden nicht mehr Sachen hergestellt. Also treibt das die Preise hoch. Konsumpreise steigen an. Okay, das ist die eine Art des schlechten Kredits. Und die andere Art ist, das wird auch von den Ökonomen oft vergessen, es gibt Finanztransaktionen. Das wird vergessen von den Ökonomen, weil die gar nicht wissen, dass die Finanztransaktionen gar nicht im Bruttoinlandsprodukt drinnen sind. Auch Immobilientransaktionen sind nicht im BIP drinnen. Deswegen stimmt diese alte Quantitätsgleichung nicht. Also wenn Geld geschöpft wird von den Banken und es wird für Käufe von Vermögenswerten, ob Immobilien oder Finanzwerte oder egal was, verwendet, dann führt das zur Inflation dieser Vermögenswerte. Ja. Weil es einfach Geldschöpfung ist. Wenn ich ganz viel Geld drucke und ich pumpe das jetzt in den Immobilienmarkt, ist klar, die Preise steigen an. Ja. Das ist also auch nie nachhaltig und das haben wir jetzt schon besprochen, was dann passiert. Dann kommt diese Blase, das Ponzi-Scheme, diese Pyramide, die dann, sobald die Druckerpresse sozusagen sich verlangsamt oder zum Stillstand kommt, dann bricht das ein. Dann haben wir auch bankrotte Banken, denn es werden dann oft die Vermögenswerte um 100, 200, 300% hochgepusht. Wenn sie aber dann fallen, dann gibt es ja notleidende Kredite. Und dann haben die Banken auf ihrer Aktiva der Bilanz ein Problem. Notleidende Kredite heißt, die Vermögenswerte sind nicht mehr da. Wie wird das ausgeglichen? Das muss vom Kapital der Banken kommen. Aber das Kapital ist ja sehr dünn der Banken, nicht 10% oder weniger. Weniger, und ja. daher ist die Mechanik, man pusht die Vermögenswertepreise um 300% hoch, aber vom Peak, wenn sie nur 10% fallen, ist das Banksystem bankrott. Ja. Es ist klar, dass wir da oft Bankenkrisen haben, wenn man das eben macht. Aber es gibt Gott sei Dank noch die dritte Variante und das ist die gute Kreditschöpfung, der gute Kredit. Und das ist, wenn Banken Kredit vergeben für Investitionen von Unternehmen, die damit mit dieser neuen Kaufkraft auch neue Werte schaffen. Produktiv, ja. Die produktiv sind daher. Oft ist es einfach durch die Umsetzung neuer Technologie, das ist am einfachsten produktiv zu sein, neue Ideen. Und dadurch entstehen neue Werte, Güter, Dienstleistungen, die auch einen Mehrwert haben. Und das bedeutet dann, es gibt keine Inflation. Und das ist das Geniale. Und wenn man sicherstellen kann, dass Banken hauptsächlich für produktive Zwecke Kredit vergeben, also Investitionskredit an Unternehmen, und das ist besonders bei kleinen Unternehmen sichergestellt, dass es mehr für produktive Zwecke verwendet wird, dann
haben wir hohes Wirtschaftswachstum und keine Inflation. Ja. Und das ist genau das System, das wurde natürlich dann in Ostasien auch eingeführt. Also das ostasiatische Wirtschaftswunder, das Ja. mit Japan angefangen hat und dann Korea und Taiwan und dann seit 1978 unter Deng Xiaoping eben auch China. Das Geheimnis des Wirtschaftswunders ist, dass die Kreditschöpfung auf produktive Zwecke fokussiert war in diesen Hochwachstumsphasen mit 10% Wachstum, 15%, sogar 20% Wirtschaftswachstum in China über 4 Jahrzehnte. Nicht? Damit multipliziert man das ganze Bruttosozialeinkommen. Und China hat ja mehr Leute aus der Armut rausgeholt in den letzten 40 Jahren als jemals zuvor in der ganzen Weltgeschichte. Das ist schon dramatisch. Und das ging, weil Deng Xiaoping, als er an die Macht kam, der hat sich umgeschaut, das Nachbar war Sowjetunion und China war ursprünglich eher sowjetisch unter Mao organisiert, also Planwirtschaft. Und es war klar, das war einfach nicht so erfolgreich. Nebenan der Nachbar Japan, von chinesischer Sicht aus gesehen ein kleines Land, aber extrem erfolgreich. Was machen die Japaner? Und der ist rüber, der ist tatsächlich 78 nach Japan und man muss mit den Japanern dann halt ein bisschen Sake trinken am Abend und dann kommt die Wahrheit raus. Die haben es ihm gesagt, die haben es ihm das Geheimnis verraten, wird auch im Princess of the Yen im Detail erklärt. Kreditschöpfung durchs Banksystem für produktive Zwecke, wie man das dann genau macht, wird auch beschrieben und man braucht natürlich dazu viele Banken. Er kam aus dem Sowjetsystem. Wie viele Banken gibt es im Sowjetsystem? Eine. Da gab es eine Bank, Gosbank. Und das ist die Zentralbank. Die Zentralbank möchte keine Konkurrenz. Sie war die einzige Bank, alle anderen weg. So, und er hat also gemerkt, das ist keine gute Idee. Wir brauchen viele, viele Banken. Wir brauchen Dezentralisierung der Kreditschöpfung. Und das hat er gemacht. Also unter Deng Xiaoping wurden Tausende von Banken neu gegründet. Auch einige Großbanken, das sind die bei uns bekannt sind. Aber es gibt ja Tausende in China. Das sind Regionalbanken, Lokalbanken, Kreditvereine, also auch wie Volksbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen. Es gibt alles. Tausende und Tausende von denen. Und die sind lokal, die vergeben kleine Kredite an kleine Unternehmen. Und das ist das beste System. Ich habe eine Studie gemacht mit einem von meinen Doktoranden. Wir haben uns das amerikanische Banksystem angeschaut. Das hat ja die größte Zahl von Banken. Obwohl China ist also sehr nah dran. Nummer 2 ist China. Da haben auch sehr viele Banken. Und die Frage war eine ganz einfache. Wenn wir also viele Banken haben, und die meisten sind ja kleine Banken, was ist die Auswirkung der Bankgröße auf die Kreditvergabe? Und es ist ja die Kreditvergabe an kleine mittelständische Unternehmen, die der Schlüssel sind. Denn diese KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, die sind ja der Hauptarbeitgeber. In Deutschland 70% aller Arbeitsplätze sind bei kleinen mittelständischen Unternehmen, in Japan 80%. Und wenn die nicht von Banken mit Kredit versorgt werden, dann sieht es sehr schlecht aus für die ganze Wirtschaft. Aber Großbanken haben kein Interesse, Kredit an kleine Unternehmen zu vergeben. Und das haben wir festgestellt in dieser Studie. Also die großen Banken wollen hauptsächlich, und das ist ja eigentlich logisch, das ist keine Überraschung, da muss man auch kein Genie sein, Großbanken vergeben Großkredit an große Unternehmen. Eine Großbank möchte nichts mit Kleinunternehmen zu tun haben. Zu lästig. Wie können wir jetzt sicherstellen, dass kleine Unternehmen auch Kredit erhalten, nur wenn wir kleine Banken haben? Wir haben sogar festgestellt, also die Kleinbanken, ja, die vergeben Kredite an die kleinen Unternehmen, aber das war auch eine Zeitstudie, über 20 Jahre werden die kleinen Banken werden auch größer und dann tatsächlich, die schauen dann wirklich nur auch wieder an die größeren Unternehmen. Man müsste also ständig neue Kleinbanken gründen und das ist ja nicht schwierig, kann man machen. Das hat eben China gemacht in der Hochwachstumsphase, haben auch ständig neue Banken gegründet und der Rest ist Geschichte. Und jetzt sind wir zurück zur EZB, nicht? Denn was will die EZB? Die liebäugelt ja schon sehr lange mit dem Sowjetsystem. Planwirtschaft, die Sowjetisierung des Banksystems durchführen. Seit die EZB angefangen hat,
sind schon 4.800 Banken in der Eurozone verschwunden. Die hat sie schon gekillt. Wie? Das sind zwei Hauptmaßnahmen. Erstens, die Regularien wurden ständig komplexer und komplizierter gemacht. Seit der 2008er Krise insbesondere. In der Krise, weißt du ja, dass die Mehrzahl der deutschen Banken war überhaupt nicht betroffen. Das sind eben die Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Da ist sogar das Geld hin, weil alle wussten, das ist sicher, da brauchen wir keine Angst haben. Aber welche Banken wurden dann bestraft? Genau diese Banken werden bis heute von der EZB bestraft, denn es wurden dann ganz extrem hohe Hürden gesetzt mit neuen Auflagen. Da müssen mehr und mehr Leute eingestellt werden, die nur Formulare ausfüllen und monitoren und berichten an die Zentralbank. Und also ganz extrem ist das, sodass die kleineren Banken sagen, ja, wir können das nicht mehr schaffen. Wir müssen da so viele Leute einstellen, die dann nur Berichte an die EZB schicken. Keiner hat mehr Zeit für den Kunden. Wir müssen aufhören. Ja, verursacht nur Kosten und keine Produktivität, ja. Genau, die fusionieren halt. Gut, und die Bevölkerung kriegt das nicht so mit, weil die fusionieren und das wird natürlich dann auch positiv dargestellt. Ist ja auch positiv, weil es eben keine andere Wahl mehr gibt, weil die Zentralbank das so schwierig gemacht hat, für diese Banken zu überleben. Aber für die Gesamtwirtschaft und langfristig gesehen ist das eine Katastrophe. Die zweite Politik von der EZB, die also dazu führt, dass die Banken sterben, ist natürlich die Zinspolitik. Ja, Minuszins. Nullzins, Negativzins, diese Zinspolitik und insbesondere auch eine flache Zinskurve. Es wird ja auch am langen Ende die Zinsen runtergesenkt, auch ganz künstlich alles. Das ist ja alles eine Planwirtschaft jetzt schon, nicht was die Zentralbank da macht. Das sind ja keine Märkte, die die Zinsen entscheiden. Da habe ich auch es ist auch ein wichtiger Punkt. Also was ist eigentlich die Rolle des Zinses, nicht im Wirtschaftsleben? Die angelsächsische Ökonomik sagt ja, und das ist natürlich auch in Deutschland jetzt tag- und täglich, dass die Theorie, die also dominant ist, wenn wir den Zins senken, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Wenn wir den Zins erhöhen, verlangsamt das die Wirtschaft. So lernen wir das, so sagen das die Zentralbanken praktisch täglich. Selbst jetzt oder nach Jahren des Versagens dieser Politik, was können wir machen? Aber wir senken den Zins. So war das auch in Japan, nicht? Die Bank von Japan, ich meine, ich habe das in meiner dieser quantitativen Lockerung, die ich vorgeschlagen habe, ich sofort von Anfang an gesagt, also auch in 1995 schon. Damals waren die Zinsen in Japan so um 5-6% noch. Und die haben es eben schon gesenkt gehabt. Da habe ich gesagt, die können aufhören mit dem Zinssenken. Das wird überhaupt nichts helfen. Ich habe auch in meinen Reden damals gesagt, die können es auf Null senken. Da wollte ich sehr dramatisch sein, nicht? Die können es auf Null senken, das wird nicht zu keinem Wirtschaftsaufschwung führen. Ich hatte nicht gedacht, dass die tatsächlich beweisen wollten, dass ich da recht habe damit, mit dieser extremen Aussage. Das haben die dann auch gemacht. Über Jahre hinweg, über 12 Jahre, Schritt für Schritt dann auf Null gesenkt. Hat nichts gebracht. Warum? Stimmt das denn überhaupt, dass die Zinsen praktisch negativ korreliert sind mit dem Wachstum? Also niedrige Zinsen, hohes Wachstum? Hohe Zinsen, niedriges Wachstum. Das ist eine negative Korrelation. Stimmt das eigentlich? Und auch die Kausalität vom Zins zum Wachstum. Da habe ich auch die erste wissenschaftliche Studie durchgeführt, die das testet. Ist eigentlich auch schockierend, dass ich da nach eigentlich Jahrhunderten, nachdem diese Behauptung ja verbreitet wird in der englischsprachigen Ökonomik und VWL, diese Zinstheorie, nicht? Die wird ja seit David Ricardo im 19. Jahrhundert überall vertreten, von allen Hauptschulen der Ökonomik. Ob das jetzt die Klassiker sind und dann Neoklassiker wie Alfred Marshall oder Keynes sagt das ja auch, oder Milton Friedman, selbst die Monetaristen sagen das auch. Alternative Schulen, Austrian Schulen, die sagen das auch. Also alle sagen das eigentlich. Aber wie viele Studien gibt es denn, die das überhaupt empirisch beweisen? Da habe ich mich auch dahinter gesetzt und Schlussfolgerung, es gibt keine Studien, die das beweisen. Krass, ja. Wahnsinn. Dann habe ich die erste wissenschaftliche Studie durchgeführt. Die wurde dann, es war sehr schwierig, die zu publizieren, weil das widerspricht den Grundprämissen der gesamten Ökonomik und VWL. Und da haben sich also sehr viele Fachzeitschriften dagegen gewehrt, aus fadenscheinlichen Gründen. Ja, können wir das passt jetzt gerade nicht rein. Oder Leser sind da nicht dran interessiert. Nicht? Das ist ja
ein gutes Argument nicht. Okay. Es wurde veröffentlicht in Ecological Economics. Das ist sogar eine sehr bekannte und angesehene, internationale renommierte Fachzeitschrift. Das kannst du auch googeln, ist auch Open Access. Reconsidering Monetary Policy. Oder vielleicht sogar Reconsidering Interest Rate Policy. Mit meinem Namen dazu kommt das gleich aus. Es ist auch, wird sehr viel runtergeladen in Ecological Economics. Da haben wir die großen Staaten genommen, über ein halbes Jahrhundert, USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, und haben mal geschaut, okay, was ist jetzt tatsächlich empirisch der Zusammenhang zwischen Zins und Wachstum? Wir haben kurzfristige Zinsen genommen und wir haben 10-jährige Staatspapierrenditen genommen. Und die Schlussfolgerung ist, die Korrelation vom Zins und dem Wirtschaftswachstum ist nicht negativ. Die ist positiv. Immer, überall. Sehr klar, ganz klares ökonometrisches Resultat. Also Zinsen und Wachstum sind positiv korreliert. Und die Kausalität ist vom Wachstum zum Zins. Mit anderen Worten, die ganze Ökonomik, die da also schon Jahrzehnte verkauft wird und auch den Studenten gelehrt wird, ist falsch. Es ist eine Theorie, es ist eine nette Theorie und ist elegant, aber es hat halt nichts mit der Realität zu tun. Das ist das Problem dieser abstrakten Ökonomik. Aber wir sehen das auch. Wir sehen doch seit Richard, mich kurz unterbrechen darf, wir sehen das doch, dass wir mit immer tieferen Zinsen immer schwächeres Wachstum haben. Seit 2008 zum Beispiel in den USA. Die Fed hat den Zins gesenkt, aber die letzten 10 Jahre in den USA hatten wir das schwächste Wirtschaftswachstum jemals seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Gleiche sehen wir doch in Europa. Wir sehen überall deflationäre Entwicklungen. Also wann wachen die auf? Wann lernen die endlich aus den Fehlern aus der Vergangenheit? Ja, genau. Darf ich kurz das mit Japan beantworten? Also die Bank von Japan, die hat es ja vorexerziert. Ja. Die haben ja auch, also 91 schon, gesagt, wir senken jetzt den Zins, das wird die Wirtschaft ankurbeln. Oh, ist nicht passiert. Was machen wir dann? Oh, hier ist ein neuer Vorschlag. Wir senken jetzt den Zins. Ja. Okay, da haben sie den Zins nochmal gesenkt und das wird jetzt die Wirtschaft ankurbeln, auch Analysen, wie viel und wann und so. Oh, ist nicht passiert. Ja, dann müssen wir uns jetzt zusammensetzen, mal richtig scharf nachdenken, was wir machen. Schlussfolgerung ist, oh, wir senken jetzt den Zins. Das wird die Wirtschaft. Und aber auch da muss ich sagen, es gab ja einen Notenbanker der Bank of Japan, der das Gegenteil versucht hat und der wurde abgesägt. Hayami, ne? Ich glaube 2000 oder so hat er dann eine leichte Zinserhöhung um 25 Basispunkte gewagt und wurde massivst angeschossen von den Banken, von der Presse, aber auch natürlich von der Politik und hat irgendwann seinen Hut genommen und hat gesagt, hey, macht euren Scheiß alleine. Ja, genau. Das stimmt. Ja, und die haben das also voll durchgezogen. Mit kleinen Ausnahmen, minimale, kurzfristig einmal den Zins erhöht und dann auch wieder gesenkt. Ja. Und jedes Mal wieder, was ist die Lösung? Zinssenkung. Und das machen die überall. Bis heute noch und überall. Ja. Du kennst ja die Definition angeblich vom Einstein. Definition vom Wahnsinn. Was ist der Wahnsinn? Wenn man immer das Gleiche das Gleiche macht, aber man hofft oder denkt, da wird jetzt was anderes passieren. Da sind wir mittendrin. Genau. Interessanterweise denken ja die Wissenschaftler, die bei Zentralbanken eingestellt sind, die verwenden ja die neoklassische Ökonomik und da wird ja davon ausgegangen, dass die Leute eben nicht wahnsinnig sind. Das ist eine der Grundannahmen. Also die Zentralbanker sollen ja eigentlich sehr rational handeln und nicht wie irre sich benehmen. Und davon können wir jetzt schon mal ausgehen. Das bedeutet aber dann, dass das eben alles nur eine Smokescreen ist, nicht das ganze Zinsgeschwafel, das ist eben ein Ablenkungsmanöver, weil es ist den Zentralbankern natürlich schon lange klar, dass das also tatsächlich nicht so läuft. Und das war mir auch klar. Und ich habe ja auch in Japan, wie gesagt, man lernt in Japan sehr viel über die echte Wahrheit. Es gibt kulturell in Japan das Konzept von 2 Wahrheiten. Tatemae, das ist die Fassade, das ist die offizielle Wahrheit. Und die wird in offiziellen Anlässen und Umständen verwendet. Und es erwartet niemand was anderes. Ja. Aber jeder weiß, es gibt eine zweite Wahrheit, das ist die echte Wahrheit. Und die wird halt nur privat und so ein bisschen unter der Hand verbreitet. Und das ist kulturell seit Jahrhunderten so.
Und das ist eigentlich sehr lehrreich, weil das ist natürlich überall in der ganzen Welt so, nur die Japaner sind ein bisschen ehrlicher. Die geben das zu, dass es eben diese zwei Wahrheiten gibt, die falsche und die echte. Und die sind, ja, wenn man sich eben zusammensetzt und dann beim Abendessen, das ist auch kulturell dann ähm, akzeptabel, dass dann selbst, also hochrangige Leute, weil es eben after hour abends nicht, das ist off the record, da wird die Wahrheit gesprochen. Und die haben mir das auch erklärt, natürlich wissen wir das, es ist klar, das läuft alles über die Quantität des Kredits, nicht? Das wissen die. Und das ist also nur für das Publikum das Alibi, um sich so darzustellen, als ob man der Wirtschaft helfen wollte. Wir Genau. machen ja was, wir wollen ja der Wirtschaft helfen. Das ist aber jetzt so extrem geworden, dass es eben nicht nur nicht hilft, sondern dass es eben sehr negativ und sehr destruktiv ist. Ja. Ja, was ist denn die wahre Wahrheit für der EZB? Was hat die denn vor? Was ist denn da der Hintergrund, die Intention? Genau, und das sehen wir auch durch ihre Taten, nicht? Das steht ja auch Mhm. schon in der Bibel geschrieben, nicht? Bei den Früchten, an den Früchten kannst du erkennen, ob das ein guter oder schlechter Baum ist. Und was sind die Früchte der EZB? Ein Also wir schlechter haben Baum. 4.800 Banken sind schon verschwunden und das geht leider weiter und das wird sich noch beschleunigen. Es werden also die Banken aussterben, insbesondere in Deutschland. Dann wird die Kreditvergabe an kleine mittelständische Unternehmen wird versiegen. Und für Deutschland ist es eine Katastrophe. Deutschland ist extrem erfolgreich auf internationalen Märkten, hat ja fast so viel Exporte wie China, ein Land mit einer Bevölkerung fast 30 Mal so groß wie Ja. Deutschland. Und wir produzieren genauso viel auf dem Exportmarkt. Also das ist schon beachtlich. Und da ist fast die Hälfte von kleinen mittelständischen Unternehmen, die zwar Ja, nicht klar, bekannt sind, aber Katastrophe. die Marktführer in ihren Ja. globalen Märkten sind. Marktführer, erste, zweite, dritte Position, diese Hidden Champions, nicht? Ja. Und wie kann das sein? Das kann nur sein, und das gibt es ja nicht in anderen Ländern. Also ich habe international auch die Analysen, die Vergleiche angeschaut, das gibt es nur in Deutschland. Warum? Was ist da besonders an Deutschland dran? Wie können diese Unternehmen so produktiv sein? Denn erfolgreich am internationalen Markt zu sein, bedeutet ja, man ist extrem produktiv. Man Ja. hat die neueste Technologie, es ist extrem effizient, damit natürlich auch relativ vom Wert, was man bekommt, preisgünstig, weil man Werte erhält. Und damit wird man Marktführer. Aber wie kann das gemacht werden? Das kostet Geld. Und da ist der große Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern. Ich sehe das in Großbritannien, wo ich bin, Mhm. und ich bewundere ständig auch die Karte, die du da im Hintergrund hast von den britischen Inseln. Genau. Bei uns auf den britischen Inseln sieht die Lage eben ganz anders aus. Wir haben also 5 Großbanken und diese Großbanken dominieren das Bankwesen. Fast 90%, 87 glaube ich, es ist über 90, also über 80%, fast 90% aller Einlagen sind bei diesen Großbanken, diesen 5 Großbanken. Man spricht da zwar von ja, neuen Kleinbanken, Challenger Banks, aber die Großbanken dominieren und die vergeben Kredite an große Unternehmen. Es gibt natürlich nicht viele produktive große Unternehmen. Die meisten sind eben im Finanzbereich und sind spekulativ und sind Private Equity Fonds und Hedgefonds und so weiter. Und da sieht man eben, da wird nur spekulative Kreditschöpfung betrieben, der schlechte Kredit, Finanzblasen, Immobilienblasen weiter erzeugt. Aber kleine Unternehmen kriegen keinen Kredit. Deswegen gründe ich ja nach deutschem Vorbild eben Kleinbanken hier. Ja. Dadurch ist natürlich Großbritannien nicht produktiv. Und hier spricht man ständig, die Politik, auch die Zentralbanker, ja, warum ist die Produktivität so niedrig in Großbritannien? Wie kann das sein? Ja. Aber nach Deutschland darf man nie schauen zum Vergleich. Das ist verboten hier. Deutschland, nee, es ist ein ganz anderes Land. Man kann ja England nicht mit Deutschland vergleichen. Mhm. Deutschland, das ist sozusagen ganz am anderen Ende der Welt und ist ja ganz anders. Also Vergleich ist da völlig unzulässig. Ist natürlich lächerlich, aber der Unterschied ist ganz offensichtlich, wenn man sich das mal anschaut, dass in Deutschland eben kleine Banken da sind, Lokalbanken, Ja. die Kredite vergeben an lokale kleine Unternehmen und die kennen die auch sehr gut. Und wenn jetzt dann eine neue Technologie rauskommt in irgendeinem Bereich, in irgendeiner Branche, die gehen sofort zur Bank und besprechen das. Ja, wir müssen um da am Ball zu bleiben, wir müssen das einführen und so. Ja, zeigt euren Plan und so. Ja, okay, das machen wir. Hier ist das Geld, das wird jetzt gemacht. Zack, so geht das. Und das geht in anderen Ländern nicht so.
dann hinken die hinterher, die verlieren Marktanteil, Arbeitsplätze werden verloren, man muss zumachen, man wird aufgekauft, es ist weg. Das steht uns leider jetzt bevor in Deutschland, weil die EZB unbedingt das sowjetische Modell einführen möchte und die Banken killen möchte. Und da hilft eben die Zinspolitik dazu, die Politik dieser unglaublichen bürokratischen, regulatorischen Hürden. Da ist übrigens noch wichtig, sich Und ich habe einen bewusst weiteren zu sein. Punkt. Der digitale Ja. Euro ist auch nochmal ein weiterer Genau. Stoß Okay. gegen die Banken. Gut, kleinen Moment, bevor wir zu Ja, dem gerne. kommen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die meisten denken ja, wir müssen diese Bankregularien, die muss ja alle Welt durchführen, also machen wir das auch in Deutschland so, nicht? Und auch muss halt dann jede kleine Raiffeisenbank mit 50 Angestellten, müssen halt trotzdem die ganzen Auflagen erfüllen, die die Deutsche Bank hat mit 2000 Compliance-Leuten, muss halt diese Kleinbank auch machen. So ist das halt in der ganzen Welt, das ist Basel-Richtlinien für alle. Stimmt nicht. Eine Lüge. Was glaubst du, in Amerika, wie viele Banken sich da an die Basel-Vorschriften halten müssen? Ich glaube, wir müssen gar keine. Ganz wenige. Es sind nur die Großbanken, da kann man sagen, die haben Basel-ähnliche Regularien, aber das ist eine Handvoll von Großbanken, JP Morgan und solche. Goldman, ja. Aber von den 5000 Banken in Amerika, da ist ja die Mehrzahl, sind eben auch wie in Deutschland kleinteilige Lokalbanken, Community Banks, Credit Unions, und die müssen sich da überhaupt nicht dran halten. Die haben nämlich ihre eigene Bankenaufsicht. Da war schon vor Jahrzehnten der Gedanke, ja, das sind ja kleine Unternehmen, kleine Banken, die vergeben ja auch keinen Kredit im Ausland, Ja. Die sind international nicht relevant, die müssen sich da nicht an Basel halten. Ja, Deswegen klar, hat die sind nicht, Amerika, genau, das ist nicht systemrelevant, ne? Und deswegen gibt ja, es die eigene genau, Aufsicht. als dieses Basel-System eingeführt wurde 1988, da hieß es noch offiziell, das ist ja nur für international tätige Banken. Aber irgendwo wurde dann das einfach vergessen, unter den Teppich gekehrt, und ja, alle Banken müssen das machen, aber nur eben in Europa. Nur in Europa ist das so. In Europa müssen das alle Banken machen, auch die Kleinbanken. In Amerika, das sind die meisten Banken ausgeschlossen von diesem ganzen Wust an regulatorischen Auflagen. Ja, in China ja auch, die ganzen kleinen Banken. Ja. Genau, so ist das. Und da sieht man wieder, das ist so ein System, das extrem Anti-Wachstum ist, aber insbesondere anti-Europa, anti-europäische Unternehmen und mittelständisches Unternehmertum in Europa. Das ist gegen uns gerichtet. Wie kommt es eigentlich, dass diese Basel-Auflagen, die da von Zentralbankern in Basel bei der BIZ, nicht, also Reparationskomitee, nicht, die da beschlossen werden, dass die praktisch automatisch bei uns zum Gesetz werden? Brüssel setzt das ja sofort um als Gesetz. Warum? Wo ist da die Debatte? Und da sieht man eben auch die Probleme, die wir halt haben, weil wir in der EU sind. Man ist ja nicht mehr Herr seines eigenen Landes und seiner Gesetze, und damit kann man natürlich, wenn dann die falschen Leute die falschen Entscheidungen treffen, wird die Wirtschaft und die ganze Zukunft kaputt gemacht. Gut, Und aber zur EU muss ich auch gleich sagen, Richard ist ja natürlich auch planwirtschaftlich sozialistisch angehaucht. Ich meine, die oberste Chefin wurde niemals demokratisch gewählt, die wurde eingesetzt, von der Leyen. Die heißt sogar Kommissionschefin. Ne? das sind Kommissare, wie bei den Kommissare, ja, genau, das sind die Kommissare. Sowjetunion, ja, das ist alles, erinnert mich an die UdSSR in den 80er Jahren, Kalter Krieg, und die haben es 1:1 übernommen. Aber was glaubst du denn, was ist die ganze Intention? Wollen die bewusst irgendwie Europa, Deutschland und so weiter vernichten oder zerstören, oder was ist das größere Ziel? Ja, also vielleicht jetzt ist deine vorherige Frage, ist da auch relevant mit dem digitalen Euro. Ja, klar. Wir sehen also, dass die Zentralbank ganz klar eine Anti-Bank-Politik durchführt. Sie führt eine Anti-KMU-Politik durch gegen kleine mittelständische Unternehmen, gegen den Mittelstand. Und was sie jetzt machen möchte, ist, sie möchte ihre eigene Macht maximieren. Ja. Wir wissen auch, was sind die Früchte dieser Politik? Sie zerstört Banken. Also 5000 sind schon verschwunden, und leider werden jetzt noch viel mehr verschwinden, bis halt dann nur noch eine übrig bleibt, die EZB. Die EZB ist ja auch gleichzeitig Aufsicht. Jetzt stellt sich aber raus, dass die EZB, das hat sie jetzt eigentlich zugegeben in den letzten Monaten, selber am Bankenmarkt aktiv als Konkurrent tätig sein möchte. Sie möchte der Bevölkerung, allen Leuten, dem Publikum Konten anbieten.
Kontokorrentkonten. Direkt bei der EZB. Vielleicht auch Sparkonten, aber Kontokorrentkonten auf jeden Fall. Das wird natürlich nicht so genannt, das wird ein bisschen getarnt. Oh, das ist jetzt Zentralbank Digitalwährung. Im Moment, wir haben ja schon eine Digitalwährung. Wir haben die Bankdigitalwährung. Wir machen ja schon seit Jahrzehnten digitale Transfers und die digitale Kreditschöpfung. Das ist ja alles im Bankwesen. Das funktioniert extrem gut. Besonders in Deutschland funktioniert es extrem gut, sehr effektiv, produktiv, kostengünstig. Gibt es keine Probleme. Aber EZB behauptet, nee, da ist eine Nachfrage nach Zentralbank digitalem Geld. Angeblich ist da eine Nachfrage. Und sie antworten ja nur auf diese große Nachfrage. Aber diese Nachfrage gibt es meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Es gibt keinen Beweis für diese Nachfrage. Aber was wir sehen, ist, die Zentralbank schickt sich jetzt an, gegen die Banken, die sie als Aufsichtsbehörde beaufsichtigt, dass sie jetzt gegen diese antritt im Als Konkurrenzkampf, Absurd. als Konkurrent. Das ist so wie beim Fußballspiel, wenn wir sagen jetzt, der Schiedsrichter sagt jetzt, also okay, pfeift hier und alle hier rote Karte oder was weiß ich schieße jetzt selber hier das Tor. Ja. Ich schieße jetzt Tor. Und wenn der Schiedsrichter mitspielt, wer wird dann wohl das Spiel gewinnen? Dann wird es ziemlich langsam, langweilig in der Bundesliga. Dann hat immer nur der Schiedsrichter gewonnen. Nicht? Aber das sehen wir, was jetzt passiert. Also die Zentralbank als Bankaufsicht möchte jetzt gegen die Banken konkurrieren und gleichzeitig kann sie ja die Banken in die Knie zwingen und hat das schon 20 Jahre gemacht. Zwingt die Bank in die Knie und macht sie kaputt und kommt jetzt tritt hervor als Anbieter von Bankendienstleistungen, nämlich Konten, das Einlagengeschäft. Das ist natürlich ein Kerngeschäft für die Banken und ohne das Einlagengeschäft ist es vorbei mit dem Bankwesen. Game over, ja. Das wird es also jetzt beschleunigen. Darum geht es bei dieser Zentralbank Digitalwährung. Gleichzeitig hat es natürlich ganz andere und etwas sehr besorgniserregende Charakteristika, nämlich diese Zentralbank Digitalwährung ist ja eine Überwachungswährung. Da wird überwacht, wer was macht mit dem Geld. Und wir wissen vom Verhalten der EZB, dass die ja nicht unbedingt der Bevölkerung positiv eingestellt ist. Und das bedeutet, wir machen jetzt die EZB noch mächtiger. Die hat schon viel zu viel Macht und das hat, wie ich ja gewarnt habe, zu Katastrophen nach Katastrophen geführt. Jetzt ist das Neueste, wir geben ihr noch mehr Macht. Wir wollen jetzt die ganzen Banken wegräumen und dann haben wir nur noch diese Zentralbankkonten. Und wenn man da ein bisschen kritisch ist, nicht, Marc, wenn du dann in deinen Videos die EZB kritisierst oder du holst mich rein in deinen Videos, dann musst du aber aufpassen, was mit deinem Zentralbankgeld passiert. Ja, wahrscheinlich. Wird das gleich mal gesperrt. Ich meine, ich sehe das auf meinem Twitter-Konto. Ich habe ein Twitter-Konto @scientificecon, weil ich eben ein Volkswirtschaftler bin, der die wissenschaftliche Methode anwendet. Das ist radikal. Das gibt es sonst in der Ökonomie halt nicht, dass man die wissenschaftliche Forschungsmethode anwendet. Das ist also mein Twitter-Handle, scientificecon. Ich bin jetzt schon einen Monat lang gebannt, weil ich da halt ein paar Zeitungsartikel retweetet habe über Fakten. Zu Corona, ne, denke ich mal, oder? Ja, es ging um Norwegen. Norwegen hat da halt Impfungen eingestellt, weil da gab es 23 Tote. Das ist nicht gut für ältere Leute, weil das Immunsystem erstmal geschädigt wird. Erstverschlimmerung. Das war eine Zeitungsmeldung. Aber das ist ja die große Gefahr. Wenn man halt gegen den Mainstream ist, wird man halt mundtot gemacht, wird man shadowbanned und so, ne? Also Cancel Culture. Wir sind oft gegen den Mainstream, nicht? Ja, aber das will halt keiner hören. Man will halt sein Weltbild sozusagen aufrechterhalten. Und ja, natürlich, klar, ich meine, wenn du jetzt überlegst, dass wir jetzt hier die Notenbanken kritisieren, natürlich läuft man Gefahr, dann irgendwie mundtot gemacht zu werden. Aber natürlich mit der digitalen Diktatur, die vielleicht kommt, dann sind wir vielleicht wie in China mit dem Credit Social Programm irgendwann. Das heißt, oh, guck mal, der Werner war kritisch gegenüber der EZB, dem drehen wir mal den Geldhahn zu. Nur scheiße, dass er halt im Brexit-Land sitzt und wir keinen Zugang zu seinen Konten haben. Ne? Aber wenn ich jetzt was sagen würde, könnte man einfach sagen, hey, der ist kritisch gegenüber dem System. Wir limitieren seine Auszahlungen oder seine Ausgaben, die er machen kann, oder wir canceln es ganz. Das ist wieder bei, ich glaube, wie heißt der Film? Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, wo irgendwann dann die Kreditkarten nicht mehr gehen, wo die Konten gesperrt sind, wo man einfach keinen Zugang mehr hat zum öffentlichen Leben und zu seinem Vermögen. Und die Gefahr droht natürlich mit
mit einer zentralen Bank in Frankfurt, die jede Transaktion überwachen kann. Oh, du willst Bitcoin kaufen? Nee, 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 nee. Bleib du mal schön in unserem Bankenkreislauf, in unserem Geldsystem, damit wir durch Inflation das entwerten können und dich beteiligen können an der Kosten der Krise der Corona-Geschichte. Und vielleicht ist das ja der Big Reset, von dem alle reden, oder Great Reset. Ganz genau, weil dann haben sie uns, Ja, wenn alles im Zentralbankgeld ist, und dann kann man sehr gut Negativzins durchziehen. Da wird dann halt ständig abgebucht, ja, der negative Zins. genau. Die Erklärung wird dann sein, ja, also niedrige Zinsen sind gut fürs Wachstum. Diese alte Kamelle wird dann wieder weiter als Ja, Grund weitergegeben. angegeben. Wir wollen der Wirtschaft, wir müssen der Wirtschaft helfen. Wir wollen ja den kleinen Unternehmen helfen, deswegen brauchen wir den Genau. negativen Zins. Mit viel Pathos, dann wird dann, was ich, von der Leyen vor der Kamera stehen, mit Lagarde, mit hübschen Haaren und werden sagen, hey, um Europa zu retten, um den Euro zu retten, müssen wir jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam in die Taschen greifen. Und natürlich, klar, der Minuszins wird installiert werden und dann müssen sie das Bargeld abschaffen, um halt den letzten Fluchtweg aus diesem System zu versperren. Und dann werden auch die Brexit-Skeptiker wahrscheinlich in Großbritannien sagen, Gott sei Dank sind wir raus aus dem Chaos-Club. Es ist absurd. Wer weiß, ob dieses ganze Video überhaupt dann irgendwie gezeigt wird auf YouTube. Vielleicht wird es auch gesperrt werden oder sogar dein Twitter-Account oder mein Twitter-Account. Aber Leute, ich möchte euch auch wirklich sensibilisieren. Habt es auch von jemand anderem gehört, der auch 2, 3 kluge Argumente gebracht hat, dass wir uns in einer absolut gefährlichen Entwicklung momentan befinden, dass unsere Freiheitsrechte, unsere Demokratie in Gefahr sind und dass wir keine Spinner sind, die irgendwie dann stigmatisiert werden und in eine Schublade gesteckt werden, sondern Leute, da draußen ist wirklich was im Gange, was nicht zu unseren Gunsten läuft, was nicht für uns gedacht ist, sondern gegen uns läuft. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ja, das ist leider die Situation und es wird also täglich auch nur bestätigt von der Zentralbank. Wir hatten also erst gestern, hatte ich die Nachricht gesehen, Zentralbank-Ratsmitglied oder Executive Board-Mitglied sagt, also es wurde sozusagen gefragt, ja, mit dem digitalen Euro, ist es nicht Konkurrenz für die Banken? Seine Antwort war, wir wollen nicht, dass die Banken gegen die EZB konkurrieren. Er will keine Konkurrenz, weil er will nicht, dass die Banken gegen die EZB konkurrieren. So sieht er das. Ja. Also er hat ja auch gesagt, dass praktisch es gibt einen Schwellenwert mit dem digitalen Euro, falls er kommt. Sie werden darüber im Sommer wohl entscheiden. Aber es wäre genau, ja, ist schon längst durch. Es kommt. Ja. Aber die haben gesagt, 3.000 Euro wird es dann gedeckelt sein, damit den Banken nicht die Einlagen fehlen. So. Also ja, genau. Und den Deckel kann man natürlich dann jederzeit erhöhen und dann ist er halt auch weg. Und er muss erhöht werden auf populäre Nachfrage, müssen wir jetzt erhöhen. Irgendeinen Grund finden sie immer. Genauso wie sie halt auch einen Grund finden, einen Lockdown nach dem anderen dran zu hängen. Ne? Erst ist es böse Britenvirus, dann Südafrika und dann ist es der mutierte Mutantenvirus noch und irgendwann ist es halt dann was weiß ich was. Ne? Also irgendwie eine Entschuldigung gibt es immer, aber so ist es halt am Ende eines Zyklus und in dieser Zeitenwende befinden wir uns anscheinend, Richard, dass wir halt sehen, wie die Institutionen sich selbst komplett der Lächerlichkeit preisgeben, wie das Vertrauen erodiert. Und da kannst du auch in die Geschichte der Vergangenheit immer wieder schauen, dass große Imperien immer an der spätrömischen Dekadenz scheitern, aber natürlich auch an zu großer Expansion, römisches Reich, aber auch EU sozusagen. Und dann kollabiert das Ganze irgendwann und es wird leider nicht gut enden. Social Unrest, Civil War, whatever, oder vielleicht sogar ein Krieg, ne? Ja, es sind schon sehr gefährliche Zeiten. Und es ist wichtig, dass mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden, was da läuft. Und man sollte eigentlich schon als Bürger kritisch dagegen sich aussprechen und seine demokratischen Rechte zur Geltung bringen und seine Meinung äußern und dagegenhalten. Denn gerade als Deutsche eigentlich sind wir da sehr verpflichtet, wenn der Druck da ist zur Gleichschaltung von Medien und Meinungen, dass wir uns dagegen äußern und unser demokratisches Recht beanspruchen und auch die Demokratie erhalten wollen. Die ist leider sehr, sehr gefährdet. Unsere ganze Zukunft ist jetzt sehr gefährdet.